Hallo Leute, und weiter geht die wilde Fahrt auf dem Odyssey Express. Auf dem Weg nach Athen. Ist der Hintergrund nicht schön? Also ich hoffe jetzt erstmal zu so einem Aussichtspunkt. Ich weiß nicht, ob ich dann doch diese Folge... Oh, ich habe eine Höhle entdeckt, Alter. Kann es dieselbe Höhle sein, wie eben, wie die letzte Folge? Die Löwen. Sie ist es. Die Höhle sehen auch alle gleich aus, ne? Naja. Wir sind jetzt in der 39. Folge. Opfer von der letzten Folge. Vielleicht sollten wir... Ja, ich will mal überlegen, ob ich die 40. Folge dann Athen mache. Und hier in dieser Folge noch das Umland weiter erkunde. Weil machen müssen wir das ja sowieso, Leute. Nur ist klar, da geht da keine Story weiter, so, aber... So berauschend ist die Story ja sowieso nicht, ne? Von den Ubisoft-Spielen. Sondern eigentlich ist die Welt ja das Interessante, ne? Mal schauen, mal schauen. Achso, in letzter Folge habe ich ja auch gesagt, dass ich einen Beitrag veröffentlicht habe. Ja, das ist schon eine Woche her. Also. Ich vergesse immer, dass ich ja am Vorproduzieren bin und ich bin jetzt ungefähr eine Woche. Ja, hier die Folge, die seht ihr dann erst also eine Woche später oder so. Dann ist das dann schon alter Käse, Leute, ne? Also der Beitrag. Nicht, dass sich da einer wundert und denkt, hä, wo Beitrag? Der hat gar keinen Beitrag gemacht. Letzte ist eine Woche her, ja, das ist der Beitrag. Du Pelzerarsch! Komm zurück! Du sollst die Menschen nicht fressen! Aggressives Tier! Oh, ist noch vorbei. So, hast du es. Bitte in der Sack, ne? Ich finde, das Problem, was wie das Spiel hat, ist, dass sich viel ähnelt, ne? Gerade wegen der Topografie, ne? Bär ist eigentlich echt das krasseste Tier, wenn sich das so überlegt. Mit der besten Nasen der Tierwelt, allgemein so in der Welt, ne? Logischerweise, der Mensch ist ja kann überhaupt nichts, der Mensch eigentlich. Das ist total unnötig.
wenn man das gegen so ein Tier vergleicht, also von der Fähigkeit her, ne? Obwohl, doch, wir können denken, besser denken. Ne? Ja, Punkt für den Mensch. Aber auch so, ne? Also so stark wie der ist und gut wie der riechen kann und alles. So komisch mit der, allgemein mit der Tierwelt, ne? Manche so extrem gute Fähigkeiten haben und andere Sachen gar nicht können, ne? Kann der Mensch doch, ist dann so mehr der eigentlich fast alles kann, ne? Aber halt nur in Ausnahmefällen gut, ne? Wenn einer meint, der könnte gut schwimmen, aber das kann gutes Schwimmen leider. Ein Spitzensportler im Schwimmen, ja, der kann schwimmen, der kann gut schwimmen, aber im Vergleich zu einem Fisch oder sowas kann er nicht schwimmen. Ne? Aber klar, ne? Fliege können wir auch nicht. Selbst wenn man Federn hätte, könnte man das nicht. Kann irgendwo runterfliegen, ja, das kann man. Ah, ich wollte genau im Feuer landen. Ah. Nein! Scheiße! Ja, Scheiße! Geh aus, geh aus! Ich dachte, die hätten mich jetzt angebetet. Das Geschrei habe, ja? Damit haben sie nicht gerechnet. Doch wieder so eine Eigenschaft von Mensch-Geisteskrankheit. Ich brauche Leder braucht man immer. Ja. Ich eigentlich Vogelseder, aber okay. Dann spieße ich dich halt auf, Mann. Mehr. Noch eine Löwenhöhle. Würde mich interessieren, ob es heute in Griechenland Löwen gibt. Ich glaube eher weniger, ne? Gibt doch keinen Löwen in Griechenland, ey. Damals nicht, zu der Zeit. Siehst du, die haben wenigstens, die Löwe haben wenigstens die anständig da hingelegt, ne? Vor die gefressen hat. Das ist aber fein säuberlich abgenagt. Das Wichtigste finde ich in Spielen ist die Abwechslung. Und landschaftlich bietet, ganz ehrlich, Odyssey nicht so besonders viel Abwechslung. Auch von der Städte her nicht aus. Sieht zwar alles schön aus, ist klar, besonders am Anfang. Aber dann nachher, so denkt man sich auch, naja,
Aber das andere, der in der Wüste gespielt hat, schon ein bisschen besser gemacht. Gefallen mir diese Lichtverhältnisse nicht so. Also, die sind mir zu grell. Ich habe das Spiel ja sogar schon dunkler von der Belichtung gestellt. Trotzdem ist er teilweise noch extrem. Aber klar, texturmäßig ist das Spiel um einiges besser jetzt. Ne? Das, ich dachte, bin ich drin. War geblendet gewesen gerade. Das möge hier passiert sein, Leute. Gestern zum Beispiel gesehen hier mit in Nepal, ne? Wo dieses Erdbeben war, ne? Ich weiß gar nicht, wann das genau war. Aber ich will es nicht unbedingt gemerkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon länger zurückliegt oder 21, 22 oder so war. Wie krass das war, ey. Da war ja so eine Wandergruppe, die war in so einem Dorf, in so einem Tal. Und da wollten sie weiter wandern. Ich glaube, so einen Tag bevor das Erdbeben war, ne? Da hat einer von den Einwohnern gesagt, ich habe ein ungutes Gefühl, geht nicht weiter oder geht nicht doch hoch. Gut, dass sie nicht auf den gehört haben, weil das ganze Dorf war alles komplett weg nachher. Alles komplett überdeckt mit, keine Ahnung, Schneemassen und was ich was. Erde und so. Wenn sie da geblieben wären, wären sie auch gestorben. Schon krass, ey. Das Schicksal, Leute. Ich habe gestern noch gemeint, hier zu meiner besseren Hälfte, hör mal, wenn so was mal in Deutschland passieren wird, dann könnten wir mal sehen, wie stabil das alles ist hier, ne? Wird ja immer so geschwallt, die Häuser, die werden so stabil, die Dächer. Ja, weil hier auch halt kaum irgendwie mal eine Katastrophe ist, ne? Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Was ist dann hier schwer mal passiert? Erdbeben Stufe 3 oder was? Oder keine Ahnung, ob das ist ja gar nichts. Im Gegensatz zu den anderen Ländern, wo die Erdbebenüberflutung und alles haben. Haben wir ja gesehen im Ahrtal. Da eine schwere Überflutung war. Was hat die Regierung gemacht? Ach, die Leute allein gelassen. Ja, alles zu teuer, ne? Geht ja um die eigene Bevölkerung, ne? Der Rest hat dir selbst überlassen. Die können nur die Hand aufhalten. Schweineköpfe. Schade, Deutsch ist nur für eins gut, die ganze Welt zu bezahlen. Dafür ist der gut. Wenn er selber mal was hat, das war dann gewesen mit, da war doch schon mal eine Flutkatastrophe. Und die einzige Hilfe, die wir bekommen haben, in Frankreich war so ein Amphibienpanzer, eine Panzer damals. Da war ich noch, glaube ich, Kind oder so. Hab ich mir auch gedacht, oh, das ist der einzige, was die uns schicken. Hat's immer denen wert oder was? Das ist so Alibi-Scheiß, ne? Hat als Nachbarland so gemerkt. Bring ich dich um! Deutschland hilft eine ganze Welt, ey. Besser gesagt, hat
Geld wird in der ganzen Welt verschwendet, sagen wir so. Wird der Deutsche selber ja nicht gefragt und er hat ja nichts zu sagen. Das alles hier, wie nennen wir das? Diese Vetternwirtschaft und diese mafiose Strukturen. Ich will nicht wissen, was die an Geld dafür bekommen, die Leute, die das beschließen. Mit diesen ganzen Hilfen und der ganzen Mist, wo das ganze Geld wirklich versickert oder eingesetzt wird, kannst du alles gar nicht nachvollziehen. Und deswegen, also... Auch die ganzen Spenden und so. Ach Quatsch, Leute, ey, wenn ihr wüsstet, was damit wirklich passiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wer so dumm ist und das spendet, der hat es ja auch verdient, dass das Geld hat, dass er das weniger hat, ne? So im Ernst, dass da wirklich für diese Bedürftigen eingesetzt wird oder so. Davon mal abgesehen. Es gibt doch genug Elend in unserem Land. Das interessiert keinen in der Welt. Aber... Tja, das ist halt, ne? Wir sind ja so reich. Ja, sind wir eben nicht. Wir sind reich verschuldet, Leute. Das ist was anderes. Aber so, wenn ein Land oder wenn Politiker mit dem Geld von über Einnahmen im Jahr 1000 Milliarden oder wie viel waren das, klarkommen, dann immer weiter sagen müssen, die Leute müssen noch mehr arbeiten, noch mehr Steuern bezahlen, noch mehr abgeben. Ja Leute, wer ist dann hier eigentlich die Fehlbesetzung, frage ich mich. Ich würde mal was in die Straße investieren, dann müsste ich mein Auto nicht jedes Mal reparieren lassen, wenn ich über diese Ackerwege fahren muss und so. Da ist kein Geld für da, ne? Windmühlebau, da könnt ihr. Das könnt ihr machen, Windmühlebauer, noch mehr Natur zerstören. Wie viele Lebewesen da jeden Tag sterben, oder wollt ihr gar nicht wissen? Wie viele Vögel, wie viele Insekten? Da wo das Ding gebaut wird, da wird ein riesen Betonklotz gemacht von weiß ich wie viel Quadratmeter. Das wird niemals mehr rausgeholt, der bleibt da drin. Die ganze Fläche, die gerodet wird hier, für ein Windmühl, hier die ganze Fläche, Wald, wird alles zerstört, alles weggemacht. Dann noch diese komische Wellen, wo man Kopfschmerzen von bekommt und alles. Die Ansteuerung der Windräder, die werden auch angesteuert. Müssen angesteuert werden, das heißt diese Frequenzen und der ganze Kram. Dieser Hyperschall oder wie der heißt. Komischerweise wie oft auf Dörfer gerichtet ist, da die sich da um die Dörfer positioniert alles und so. Anstatt die da wohin machen, wo kein Schwein interessieren wird, machen die das eigentlich immer neben Dörfer und so, ne? Was wird damit bezweckt? Alle Gehirntumore bekommen, wahrscheinlich Schlaganfälle oder sowas. Da war's ja schon. Terror gegen die eigene Bevölkerung, das ist das alles. Kein Schwein will das, außer natürlich die Verstrahlte, die wollen sowas natürlich. Aber selbst, damals bei uns im Dorf, da waren auch so ein Pärchen, ne, also 2 Frauen, natürlich, wie dann noch sonst. Die waren sogar in so einem, sind sogar in so einem Vorstand dran. Die haben auch damit gesorgt mit Solaranlagen und alles so. Allein die Solaranlagen, was die da alles kaputt machen an Fläche, ist ja nicht normal. Und die wollen sogar dafür lieber 1000 Windkrafträder und Solaranlagen wie ein Atomkraftwerk. Da habe ich gesagt, lieber 3 Atomkraftwerke wie die ganze Windmühle und die ganze Solaranlage zusammen. Ja, nur doof geguckt, ne?
Und das Geile ist ja jetzt Jahre später, wo dann heißt, das sollen jetzt Windmühle in die Nähe unseres Dorfes, ne? Kommen vom Dorf, sind die auf einmal dagegen, ne? So typisch diese Grünen, ey. Grün links denkend, weißt du, so komisch halt. Aber was mich betrifft, dann will ich ja dann doch nicht. Aber ich bin ja jetzt ein Licht mal aufgegangen, da eigentlich nur alles Geldverbrenner ist, was die da machen. Die ganze Steuergelder, die verbrennen die einfach nur. Das ist wie damals dieser eine, ich sag jetzt keinen Namen, dieser grüne Politiker, ne, der zufällig Außenminister war, der gerade damals zugegeben hat, dass Deutschland, das ganze Geld muss rauswandern. Deutschland darf gar nicht so reich sein. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Da siehst du ja schon, wie die Politik funktioniert. Die Menschen, die müssen immer arm gehalten werden. Das ist die Hauptdirektive. Und die setzen sich hin, wie die, kann man sagen, wie bei Animal Farm, falls den einer kennt. Genauso ist das. Das sind die Schweine, die mästen sich schön an der Bevölkerung. Das ist genau dieses Prinzip. Amazonen! Ich hab dich doch erwischt. Oh, der hat doch Feuerschwert. Oh, Joch. Na, schau ab. Ja, ich mich auch. Ich hab wohl was gegen Männer. Oder ein Hund. Oder ein Wolf. Ich muss gucken, die sind bestimmt zu stark. Würde ich jetzt einfach wieder verrecke hier? Ich will euch das doch nicht antun. Ich habe jetzt erfolgreich weggelockt. Du kannst mir jetzt mal helfen, mein Freund. Kämpf auf meiner Seite. Weil die suche mich da jetzt und ich kann dich schön ausplündern. Ne? Keine Amazone, jetzt sind Jägerinnen, ne? Und diesen Artemis. Dreherlager. Das sind die Amazone, oder? Die Flagge. Keine Ahnung. Ja, Leute, Valhalla sieht doch wahrscheinlich in England die ganze Zeit so aus, ne? Da haben die sich dann wahrscheinlich noch weniger Mühe gegeben, die Landschaft. Ich weiß es nicht. Mal die Burgen und so. Also diese Klöster, die sind schon ganz cool gemacht. Also, was ich bis jetzt gesehen habe, ich habe das natürlich mal angespielt, 1-2 Stunden, aber ja, schon ein bisschen länger. Ich bin ja schließlich aus dem Anfangsgebiet raus und dann nach England. Und ja, ich gehe davon aus, das sieht dann nur oder so aus. Ne? Mal gucken, gespannt. Lass uns erstmal das hier über die Bühne bringen, das Spielchen. Und vielleicht mache ich danach oder vielleicht da Mitte drinne. Warum dann auch nicht? Vielleicht hat hier
Mit der Gay. Also dieses Star Wars, ne? Das hab ich mir jetzt vor kurzem extra geholt. Und ich denke mal, das ist doch besser wie die meiste Sache. Ich meine, das ist das gleiche Prinzip, das gleiche Spiel, nur in anderem Setting, ne? Andere Welt. Aber mal so auf ein Star Wars Szenario hätte ich schon mal Lust, ja, irgendwie. Ja, das spiele ich vielleicht sogar parallel dann, mal gucken. Also, dass der eine Tag dann Assassin's Creed Valhalla kommt und dann am nächsten Tag dieses Star Wars oder so. Dauert zwar dieses Valhalla länger, theoretisch doppelt so lang eigentlich, ne? Aber dafür habe ich dann 2 Spiele zur Abwechslung. Aber meine Spinnerei ist noch nicht final, Leute. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Das ist jetzt mal nur so ein Gedanke von mir. Wenn ja vielleicht der eine oder andere vielleicht mal einen Kommentar da lasse irgendwie. Du hast es gehört, oder? Wenn ich das machen soll. Hat einen Athener bei den Vorräten erwischt. Dieser Malaka. Hoffentlich erreicht die Kunde die Athener. Aber danach, Leute, ist definitiv dann ein Zufall. Was dann kommt, ist halt wirklich dann Zufall. Da habe ich ja im Prinzip 4 Ubisoft-Spiele hintereinander gespielt. Und dann ist es doch erstmal gut, ne? Dann natürlich kommt aus Zufall wieder ein Ubisoft-Spiel, aber dann krieg ich einen Haschmich. Erst der Schatz, sondern... Die halten auf jeden Fall mal mehr aus jetzt, ne? In dieser Gegend habe ich irgendwie das Gefühl. Du Hohensack! Ah. Verkehrt ist das hier nicht, vor allem weil ich dann ja Brandpfeiler habe, ne? Und das werde ich auf jeden Fall, wenn ich kann, ausbauen. Dieser Effekt doch lange anhält, ne? Da ist was. Das sehen wir uns an. Ich glaube, da krieg ich mehr XP für, ne? Wenn ich die von hinten sabotiere. Entdeckung! Ich weiß, wo du steckst. Aha. Immer. Kick in the ass. Weil ich wieder Spartaner Kick geht, Leute, nach so langer Zeit. Mann, ey. Ja, ich bin mehr so ein
So die passiven Fähigkeiten, wo ich nicht selber steuere, das habe ich dann lieber. Indem man einfach stärker wird und. Das ist eigentlich im Prinzip immer das, was ich als allererstes hochlevel, ne? Und nicht möglich ist, wohlgemerkt. Was ich finde, bei dem Spiel ist das ja, Spielerei. Bereit für eine lange Wanderung. Von der Spitze dieses Berges aus kannst du die ganze griechische Welt sehen. Folge der Straße nach Westen zur Statue der Prometheus, dann beginnt deine lange Reise nach Norden. Finde mich auf dem Gipfel der Höhe bei Oropos. Na, du hast gesehen, Specht. Ja? Das ist ja wirklich ein Adler, ne? Bei Origins, da war das ein Falke, glaube ich, ne? Aber ganz ehrlich, das ist aber ein kleiner Adler. Ein Adler ist doch ein bisschen größer normal. Ach Leute, was eine riesige Welt das ist, ne? Man, ich stehe auf so Riesenwelten, ja. Aber für so ein Let's Play ist das einfach zu viel. Finde ich. Welche Level ist denn das überhaupt? Meine mal, historische Orte. Altar der Liebe. Der Altar erzählt von der Rivalität zwischen Eros und Anderos und befindet sich vor dem Eingang zur Akademie unweit des berühmten Gymnasions. Da sind ja viele Punkte, Leute. Abgebrannter Hof. In den frühen Kriegsjahren fielen die Spartaner im Hinterland der Attika ein. Sie zerstörten die Ernte und brachten Bauernhöfe nieder, um die Athener auszuhungern, sie zu einem Gefecht an Land zu zwingen. Na gut, die Athener, die waren ja haushoch im Seegefecht, ne? Überlegen. Allein schon in der Anzahl der Schiffe und so. Und die Spartaner waren halt die Landstreitmacht, ne? Alles Jagdgründe. Diese bewaldete Bergkette trennte die Region Attika und Phrygien und wurde vor allem für die Wildschwein- und Bärenjagd genutzt. Ja, dass jetzt so erwähnenswert ist als historische Orte, ich weiß es nicht. Marmorsteinbruch des Pentelikon. Um das Transportgewicht zu verringern, bot der Steinbruch vor Ort fertiggestellte Produkte an. Die Steinblöcke wurden dann auf dem Land- oder Seeweg exportiert. Ach nee. Nicht über Luft. Ich dachte über Luft. Über Luftschiffe oder sowas. Auf einem Pentelikon. Der Pentelikon im Osten Athens ist der Ursprung des penteleischen Marmors, der für Perikles architektonische Großprojekte auf der Akropolis verwendet wurde. Higion-Garten. Dieser Ort erzählt die Geschichte von Ligos, einem Priester und mystischer Seher, der den Kult des Apollon Lykaos gründete. Im Dionysius-Theater war stets ein Platz für den Priester dieses Kultes reserviert. Die Statue des Zeus am Hymettos. Der im Südosten Athens gelegene Berg Hymettos war 1026 Meter hoch und bekannt für seinen Marmor, seinen Honig, die einzige Zuckerquelle im antiken Griechenland, und sein Altar für Zeus Umbrios, den Regenbringer. Sehr erwähnenswerte Dinge. Sehr interessant. Haben wir was gelernt, Leute? Naja, hier kommen wir in hier ist das Gebiet, was ein bisschen so mein Level ist, und hier ist ja relativ easy.
gehe ich hierher. Und dann Insel Salamis. Also die Salami-Insel. Und in der nächsten Folge ja hier der Bereich, also so, dass sie da verbunden ist miteinander. Bin ich schon noch gar nicht, ja, bin ich immer noch in Attika. Dann hier der Bereich und dann Athen. Würde ich sagen. Also nächste Folge machen wir auf jeden Fall die Stadt Athen. Und jetzt in dieser Folge noch das Umland. Es sind weniger geworden, die Hirsche. Nicht mehr so übertrieben viele. Ich glaube, die habe ich gut ausgemerzt. Wortspiel, ne, Leute? Ah. Was Größeres, ne? Ach, ich hab schwer Halsschmerzen. Ich muss doch was trinken, Leute. Tja, habt ihr umsonst gemacht. Böse Alexia ist in mir durchgegangen. Immer eine Mine zieht, ey, der Alexius. Ja, das sieht ja zünftig hier aus. Schön das Lamm da aufgehangen. Ja. Ich glaube, Sparta hat jeder Zahn. Kann das sein? Die Füße waschen, die dreckige Stinge. Eloises, welche großen Mysterien verbirgst du vor uns? Warum greift er mich jetzt an? Ich wollte auch nur das Gebäude gucken. Ich wollte nur das Mosaik zählen. Au. Ich dich da nicht ein, Mann.
krass, ja, wie cool das gemacht ist, ja, mit diesen AX. Aber das, wie lang das gedauert haben muss, sowas zu machen, ja. Echt. Das heutzutage nicht mehr bezahlt oder so was, ey. Und die ganze Fläche hier, ja. Das machen wir. Ich finde das immer schön, so Bemalungen, ne? Keine Ahnung, das ist nicht wie das meiste so tot. Die meisten Gebäude und so, die einfach nur tot sind. Die sehen tot aus. Das lebt. Die Gebäude leben irgendwie. Ist aus Holz. Der ganz anders aus, ne? Kiepe, die Genickbrecherin. Heiligtum voll, das bestimmt hier. Drück mich hier immer. Mit Sicherheit auch wieder was Historisches, ne? Ja. Heiligtum von Eleusis. Das Heiligtum von Demeter und Persephone lag in einer fruchtbaren Ebene und war der Schauplatz wichtiger religiöser Feste. Die Größe des Telesterions ist ein Hinweis auf die Popularität dieses Initiationskultes. Das Demeter und Persephone geweihte Telesterion war der Ort, an dem die Gläubigen in die eleusinischen Mysterien eingeführt wurden. Die geheime Intuition versprach ein besseres Leben im Jenseits. Wenn ich jetzt so laut vorlesen muss, kann ich irgendwie das flüssiger lesen. Weil das natürlich noch weit entfernt ist von wirklich gutem Vorlesen, ne? Also, jo, versterne ich das dann noch irgendwann. Aber in der Schule damals auch so, entweder habe ich extrem schnell gelesen, da konnte auch keiner mitkommen oder das nachvollziehen, was ich überhaupt da rede. Oder halt total langsam und dann, ja, ich weiß nicht, da muss man der perfekte Mittelweg irgendwie finden. Vor allen Dingen, man darf nicht im Hinterköpfchen behalten, dass man vorliest. Die Leute, die sich wahrscheinlich dann denken, oh Mann, was ein Idiot, ich kann überhaupt gar nicht lesen. Warum liest ihr das überhaupt? Das muss man total irgendwie versuchen auszublenden, aber dann geht das einfacher, ne? Also ein bisschen bewundern durch schon die Leute, die damit kein Problem haben. Und manchmal klappt das ja gut, ne? Aber nicht immer. Aber gut, bei diesen komischen Wörtern da, ne? Wenn ich ja für mich selber lese Wörter, das kein Problem, ne? Und man liest ja immer, weiß ich nicht, wenn man selber liest, also für sich leise liest oder so, dann ist das verständlich, ne? Aber wenn ich jetzt das laut aussprechen muss, ja, keine Ahnung, geht dann nämlich so einfach. So praktisch, ja? Cool, ja. Jetzt sind wir gerechnet, ne? Hast wahrscheinlich auf deinen Einsatz gewartet, oder wie? Glaub mir. Ich bin dir zuvor gekommen. Also der war ja eigentlich auf der Suche nach mir, ne? Oder die.
das Feuerfest, ne? Ob nett. Schwachgrad. Aber cooles Gebäude, also muss ich sagen. Ich meine, sieht ja doch gar nicht so groß aus, also so hoch, ne? Weil es weil ein Berg gebaut ist. Ja? Das ist einfach erhöht gebaut, die Leute. Deswegen. Oh, ja, die sich noch so liebe, ne? Am Anfang ist das immer so. Das ist sogar Knutsche. Aber irgendwann lässt er doch nach, und zwar bei jedem, da kann man keiner was erzählen. Das ist zum Beispiel, ich glaube vorgestern, ein Film hier vom Robbie Williams, ne? Der immer so die alberne Filme gemacht hat. Da wurde ja so ein Roboter oder so. Und dann hat der da gefragt, so wie, Menschen tun sowas? Ne, das mit dem Sex. Und der so ein Typ da so, ja klar, so oft wie sie können. Zumindest am Anfang. Ja, am Anfang ja, aber dann nachher. Sieht cool aus, ne? Dem Fluss. Das ist ja diese Abwechslung, ne? Also eine Abwechslung. Wo das Wasser nicht komplett gleich aussieht. Das ist dann schon... besser, ne? Ich mal gerade gucken muss. Das generell immer so ist bei dem Wasser. Ich glaube nicht. Na guck, das sieht blauer, türkis. Und dann geht das hier in dieses hellere. Da hinten wird es dunkler. Ja, wie beim echten Meer, ne? Wenn jetzt alles gleich aussehen wie von der Farbe, wäre das nichts Besonderes. Da würde ich mir das doch nicht lange angucken, aber so halte ich immer ganz kurz inne, bei so Sache. Tja, was man grafisch auch alles so darstellen kann mittlerweile, ne? Aber ich sage, umso echter das wird, umso weniger interessant wird das doch irgendwie, keine Ahnung. Aber früher hat man ja immer gewisse, zumindest mal Heranwachsender oder in der früheren Zeit, gedacht so, boah, wenn das nachher aussieht wie echt und so, dann ist das ja mega, ja, das ist wirklich richtig gut, aber irgendwie, keine Ahnung, man gewöhnt sich zu schnell dran, ne? Mich hat auch nichts von der Socke. Es gibt ja auch zum Beispiel in, ich glaube, das ist ein Online-Shooter, wo aussieht wie realistisch, ne? Also wie echt. Kriegst mich überhaupt nicht. Genau weil es aussieht wie echt. Das stößt mich dann schon wieder ab. Ich mir denke, so, das brauche ich nicht so weit. Ne? Ich brauche sowas nicht. Also das wäre hier wirklich was für, keine Ahnung. Die generell so Fantasien haben, echt auf echte Dinge zu schießen, ne?
Die finden das vielleicht richtig gut, aber ja, ich kann dran nichts finden. Ich brauche noch diese Spielegrafik, keine Ahnung. Ich finde doch irgendwie, so makaber das doch klingt, ne? Diese ganz alte Retro-Grafik in der ganzen Form. Mittlerweile viel schöner wie so hochpolierte Grafik, weil hat mich an meine Kindheit erinnert. Ne? Wir leben alle irgendwie ein bisschen in der Vergangenheit. Und zwar so lange, bis wir selbst Vergangenheit werden. Ne? Dieser berühmte Hafen, ne, von Attika, Athen. Warum haben die das eigentlich nicht Athen genannt? Warum Attika? Gut, Sparta, Lakonien. Gut, das ist, denke ich mal, hier logischerweise die Region, ne? Das heißt doch mittlerweile nicht mehr so, oder? Oder heißt das immer noch so? Wenn wir jetzt nach Griechenland kämen, die Gegend. Ist das die Gegend Attika? Man weiß es nicht. Da hinten ist noch eine große Insel, die will ich erst erforschen. Wo ist das Boot? Ich hab keins. Schön ist ja, mir kann ja überhaupt nichts passieren, wenn ich schwimme, ne? Über Wasser. Bin ich aber auch ein bisschen doof. Unrealistisch. Weiß doch nicht, jeder freut sich ja so auf GTA 6, ne? Weil das ja so realistisch gemacht sein soll und, ne? Ist mich total kalt. Weil es so realistisch ist dann, ne? Schon dann faszinierend, klar, aber keine Ahnung, ich habe dann irgendwie das Gefühl, ich bin gar nicht mehr in so einer virtuellen Welt im Spiel, sondern wenn das zu sehr die Realität widerspiegelt oder so, bleibe ich lieber in der richtigen Realität, ne? Gut, in so einem Spiel kannst du vielleicht mal Urlaub machen, ja. Wenn das so realistisch gemacht ist, kannst du sagen, ja, cool, ich war mal in Miami, wo das spielt, ne? Leg ich mich dann mal da an den Strand. So, dann machst du da ein paar Minuten und denkst dir dann noch so, ja, schön, und jetzt? Πολυλίστη βασίλεια, ο εολόμορφε και αγιωτάτη. Was hab ich davon? Oder hier die Spiele wie Sims oder sowas, ey. Was ist das eigentlich für ein Schwachsinn? Und vom Gedanke her ist das schon immer geil irgendwie, ne? Aber warum gehst du im Spiel arbeiten und machst das sogar gerne in der Wirklichkeit, hast aber kein Geld verdient in der Zeit, ne? Wo gehen Leute in Spiele sowieso gerne arbeiten, ja. Ich meine, es gibt ja auch so Landschaftssimulator und weiß ich was. Also mir bringt das nichts, sowas, keine Ahnung. Das sind dann immer so Spiele oder so Sachen, wo ich dann ein paar Minuten guck. Und das war dann noch schon. Salamis. Da kommt bestimmt die Salami her. Der Anblick der Meerenge von Salamis weckt immer noch Erinnerungen an den Sieg der Griechen über die Perser, als sie gezwungen waren, in der schmalen Meerenge zu kämpfen.
konnten die Perser ihre Übermacht nicht ausspielen und wurden besiegt. Das ist schon krass, ne? Du kannst so viel Mann haben, wie du willst, wenn du schlecht positioniert bist und so, dann nützt die Stadt nur bedingt was, ne? Gut, kommt doch immer drauf an, welche Kultur und welcher Heerführer und welche, ne? Und die Leben ja unterschiedlich bemessen, ne? Und für die Perser waren Leben gar nichts wert. Vielleicht weil sie auch so viele waren. Deswegen verlieren die auch. Weil die sich dann keine richtigen Strategien überlegen und so. Weil die ja nicht haushalten müssen. Bis mit den Männern, ne? Und mit der Ressourcen, ne? Und dann, auf einmal dann irgendwann, so wie jetzt in Deutschland, wir haben ja genug Geld. Wir sind ja reich. Oh, wir geben alles weg. Wir achten auf unsere Ressourcen nicht. Oh, jetzt haben wir gar nichts, jetzt sind wir pleite. Jetzt haben wir verloren. Das ist genau dasselbe. Ist ja aber klar, du bildest ja auch die Leute nicht mehr aus und so, weil du denkst, du hast ja von denen genug. Ich meine, wir haben ja auch genug Fachkräfte, worum Leute ausbilden und so. Blödsinn. So. Ich grüße dich! Allein schon dieser Schwachsinn da, wir brauchen Fachkräfte, dann bildet hier die Kinder aus. Gibt denen Perspektiven und so. Das ist ja so... Kaufen. Kaufen! Ich brauche Leder. Oh, dann habe ich nur eins. Ich brauche mehr. Und Holz kann ich auch einmal gebrauchen. Bessern. Wie viel die mittlerweile kosten? Schauen Sie die benutze ich haben an. Kann ich mir gar nicht mehr leisten, die zu verbessern. Oh Mann. Tja. Und dann der Helm, den ich nicht anhat. Noch leisten. Sehr schön. Kaufe ich mal, ne? Ja, krass, ey. Wie viel das mittlerweile alles kostet. Schon, hätte ich nicht gedacht, dass es sich so extrem steigert, ne? Man findet ja genug Sache, aber ach, Leder, hier kann ich auch aus Leder machen, Leder aus den Dingern machen, ne? Sollte ich vielleicht tun, ne? Wäre viel schlauer, ne? Hab einen guten Tag! Ja, du mich auch. Wieder sichtbar, aber oh, das war da zerlegen, ne? Will ich immer 10 für?
Tag ist noch jung. Ja, immerhin ein bisschen, ne? Aber ganz ehrlich, so wie ich das spiele, macht dieses System dann auch Sinn, ne? Weil so würde ich ja immer mir das stärkste oder beste Rüstung und alles raussuche und wird nie was verbessern. Weil sich das nicht lohnen wird. Aber wenn ich die ganze Zeit die gleiche Rüstung und alles verwende und die da verbessere, dann macht das auch ein bisschen Sinn, das System. Obwohl trotzdem schwachsinnig ist eigentlich. Also macht halt eigentlich nur Sinn, das System, wenn man immer gleich aussehen will. Also ist der Tipp, hat viele sagen, ah, schenk fest, Leute. Der ist ja geil. Ich mach den Moonwalk, ey. Yeah. Cool. Yeah. Was war das jetzt? Das war ja geil jetzt. Okay. Dann habe ich mich mit dem Pfeil selbst erschossen, oder wie? Ich habe den noch nicht immer abgeschossen, ich habe den nur rausgeholt. Streng noch was. Vor allen Dingen tut man unheimlich viel Zeit verschwenden, gell? Ist ja schön und gut, dass man dann immer ein bisschen anders da aussieht, aber naja, ich sag mal, gucken Film oder sowas und die ziehen sich auch nicht alle 2 Minuten an, ne? So, weil sie dann ein bisschen stärkere Rüstung oder sowas haben. Das ist schön, dass er dann so sagt, ah, ich bin Abwechslung, ich habe immer eine andere Waffe und kämpft auch mal ein bisschen anders da. Aber die Zeit, die du da investierst, dir die ganze Sache immer rauszusuchen, was ist jetzt am besten und so was, ja, dann musst du bei diesem YouTuber, spezielle YouTuber, der sich damit beschäftigt, musst du gucken. Weil der macht ja eigentlich nichts anderes. Oh Mann. Also wie viel Stunde Zeit du doch verschwendest mit dann. Wir stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Dadurch statt aber lieber in Erkundung der Welt investieren. Und dann mache ich das doch lieber richtig mit der Erkundung, nicht nur so halbherzig. Ne? Diese interessante Orte, sondern alles. Wo schießen die dann hin jetzt? Ja, erfolgreich abgelenkt, ne, würde ich sagen. Da. Ne, die Giftkörper. Die Giftdamme, da habe ich immer Schiss irgendwie. Ich weiß nicht, wie das auf mich wirkt. So was nicht schaffen. Vorbei zu schießen zweimal.
gleiche Stelle. Ubisoft. Die gleiche Höhle wieder, ey. Im Design. Interessant, hätten die sich aber auch sparen können, ne? Letztens auch nach dem Indiana Jones da im Spiel geschielt, aber da ist mir noch zu teuer. Das hätte ich statt vielleicht eventuell von dem Jahr angefangen zu spielen. Ich meine, das ist sein Geld mit Sicherheit wert, aber ist auch so ein Spiel, wo ich eventuell mal Lust drauf hätte, ne? Bisschen das Feeling von damals in so Tower wieder. Soll ja eigentlich auch genauso sein wie der Film, ne? Der erste zumindest. Ich glaube, da ist sogar die Anfangsszene irgendwie auch gleich. Würde ich natürlich nicht verstehen, warum die Leute das immer dann so gut finden, wenn vom Film irgendwas halt nachgestellt wird. Was man ja schon kennt, ne? Kann man wissen, so, oh, das haben die gut nachgestellt. Aber naja, wenn du das erleben willst, dann guck dir einfach den Film an. Ne? Ist halt Fanservice dann, ne? Ah, Schlange. Während er die Schlangen hasse. Ich habe auch nie verstanden, wie Leute da so auf Stange stehen können, so in Haltung. Ne? Mal abgesehen, dass die Viecher absolut nichts machen, außer ein bisschen rumkriechen und was fressen. Ich hatte damals zwar Lego-Warner, habe ich auch Terrariumbau ne, schwarz gemacht und alles. Aber ich war dann auch irgendwann froh, wie ich nicht mehr hatte. Ich hatte auch ein Meerwasser-Aquarium, vielleicht mache ich da auch nochmal irgendwann einen Short von. Bin ich auch froh, dass ich nicht mehr habe. Ganz ehrlich. Hat zwar gewisserweise alles Spaß gemacht, aber es war mehr Arbeit, wie du Nutzer hattest von, ne? Und hat auch ein Heide Geld gekostet, Leute. Was ist, wenn man umziehen muss, dann kann man nicht immer alles mitnehmen, das ist das Problem. Und was Neues aufbauen in der Art wollte ich mir jetzt nicht unbedingt. Mal wenn du sowas hast, kannst du auch nicht mehr einfach sagen, ich fahre jetzt mal in Urlaub und bin mal so 2 Wochen weg oder so. Was ich ja eigentlich... Ist doch nicht. Was ich eigentlich immer nur abhängig dann von anderen, ne? Ja, ich habe mich umgebracht. Das war ich jetzt aber selber schuld. Das Gebiet wird gut bewacht. So, ich halt nochmal machen, ey.
Meine Güte. Komm. Stirb. So, hier ist er mit dieser komischen Falle, ne? Da ist gestorben, aber da irgendwas Interessantes. Das ist überhaupt gar nichts. Kann ich überhaupt da hingehen? So. Sieht alles so gleich aus, ey. Kann man sich ja schon ein bisschen vertun mit dem Weg. Wenn man kurz abgelenkt ist zum Beispiel. Sehe ich gerade. Ja. Sieht die Falle sind echt zu krass, ey. Ubisoft, weißt du?
Hirschsparkörner. Mit Sicherheit auch jede Menge Schlange wieder. Ja. Oh, da ist dieses Töns. Der Schatz, nicht die Fackel. Was war das für ein Riesenkerl? Okay. Ein bisschen größer, ne? Ein normaler Mensch. Hätten sie wenigstens irgendwie so eine so eine Nachricht oder irgendwas machen können, ne? Ein kurze Dreizeiler oder so was. Ah. Schön. Wenn man nicht weiß, wohin, Bloß nicht sehen lassen. immer weiter nach oben. Gut. Ich hab's geschafft. Ja. Sehr schön. Ja, da laufen wir noch hier hoch, Leute, und dann ist die Folge für heute dann auch wieder abgefrühstückt. Und in der nächsten Folge definitiv der Rest und dann Athen. Also nächste Folge sind wir auf jeden Fall in Athen. Ich wollte gerade gucken, wie lange haben wir jetzt? Ja. Will man doch ein bisschen. Zeit, mich an euch ranzuschleichen. Sucht den offenen Kampf.
Rechts. Eine Geheimwaffe. Ach, was seid ihr schon alle tot? Nee. Jetzt hat er da oben noch was liegt, aber ich glaube nicht. Wohl doch. Da ist noch eins. Hier gibt es noch was zu holen, Leute. Also der Adler, der brauche ich wirklich nur, um meine Beute ausfindig zu machen. Also für Gegner zu spotten ist das, ja. Also wer das braucht, braucht man wirklich nicht, oder? Bei dem Spiel. Man stirbt zwar manchmal ziemlich oft, aber das ist dann, weil das ja so levelbedingt alles ist, ne? Nicht weil man so schlecht ist. Und dieser Level Cap da so bescheuert gesetzt ist, ne? Ich mich auch nicht weiter verbessern kann und dann in eine Gegend komme, ne? Wenn die mich schnell abmoxen können. Ah, der Löwe, der schleicht sich an. Ich hab dich aber entdeckt. Aber spielt die Gegend ja relativ einfach, ne? So eigentlich zu einfach. Was suchst du hier? Ich muss den Schützen finden. So, die da. Was? Nein! Pass aus! Guck, ich habe es sogar ausgeschaltet, ob man noch nicht immer sieht, was ich da bekomme, ey. Mach los! Bringt mir aber überhaupt nichts. Ah, 3 Drachen. Ah, 10 Drachen. Wunderbar. Oh, shit. So, das denn? Okay. Schöne Stadt, oder? Na los!
finde, ich spiele immer noch am allerbesten diese Lichtstimmung bei Nacht. Das sieht echt so gut aus. Nachts ist echt das Spiel total grafisch die Stärken. Λείψω με δάνειο είναι αδύναμο να αποπληρούν τους τόπους. Εξίσταμε που φρονεί. Die Moral ist auf, ja. Αδύνατον. Πάγομαι. Muss ja schließlich jeden Schatz aufsammeln. Aber finde ich krass, dass diese Dorfbewohner dann oder Tempelleute mich da doch angreifen und so, ne? Tempel der Athenas Kiras. Je nachdem, welche Region du gegangen bist damals, haben die auch immer anders da gehießen, ne? Apollo, ich meine, verschiedene Namen, ne, für die Götter. Ja, mit sicher 3, 4 verschiedene Athenen oder so. Der zweite Name hatte bestimmt irgendwas mit der Region zu tun oder so. Denke ich mal. Komm schon. Ach, wer hat umgestiegen? Ella. Ich hasse das normal bei Spielen, wenn einer sich immer so extrem umguckt, aber irgendwie hier bei dem Spiel muss ich das machen. Ich weiß noch warum. Ich denke mal, hier bei dem Spiel ist das doch so ein bisschen legitim, aber Ich lasse mich lieber nicht sehen. wenn du so richtige Rollenspiele spielst, ne, und einer dann die ganze sich so wie so ein Psychopath immer umguckt und um die eigene Achse dreht und so, obwohl der nur neben einem Haus steht oder so, oder im Haus drin steht, das nervt. Aber hier wegen der Welt will man natürlich so viel sehen, wie es nur geht, ne? Halt dich fern, wenn du keinen Ärger willst. Oh, du kannst dich mal, du Athena, da komm doch her. Du hast mir überhaupt nichts zu sagen, du bist ja meine Mutter. Ich hab doch Anzünder. Jupp. Sehr schön. Köpfe runter! Die Pfeile wurden von dort geschossen. Dein Leben ist vorbei! Ja! Wusste ich doch! Ja!
gucken, ob ich die Fähigkeit verbessern kann. Ne? Du bist stark. Also, der Feuerschaden ist ziemlich hoch. Ne? Bleib in Bewegung! Du zögerst immer. Ich hasse die. Überpowered, finde ich. Du siehst stark aus. Halten die einiges aus, ey. Na, finde ich auch gut, ey. Wir machen jetzt Päuschen, ne? Und Feierabend. Andere Spiele werden die jetzt ja noch am Rumackern. Das ist immer die gleiche Animation dann, ne? Okay, beide tot. Ich dachte, die stehen jetzt auf, ey. Kriegsadler. Attika hier auf Salamis wird vom Vermächtnis eines großen Kriegers gedacht. Nimm die Straße nach Süden, suche nach der Ruine eines Heiligtums. In seiner Nähe findest du mich auf der Statue eines Adlers. Auf der Statue eines Adlers. Ich bin da eben vorbeigelaufen. Da soll das sein? Auf der Statue? Oh, das nochmal. Einen Schatz brauche ich noch. Ja, aber egal, Leute. Interessiert mich das. Ist eh nichts Besonderes, was man da findet. Oder wenn es uns irgendwas Wertvolles wäre dann, ne? Ja, Leute, ich würde sagen, ich habe Attika geräumt oder nicht beseitigt, sondern ausgemistet oder ja, alles geklärt. Schauen wir mal. In der nächsten Folge gehen wir nach Athen. Definitiv. Das ist ja schon mal der Punkt, wo ich auf jeden Fall hingehe. Dann gehen wir hier rüber, machen hier diesen Hafen und dann die Stadt selbst. Aber ich denke, das wird dann noch eine ganze Folge dauern oder so. Ja. Im Umland haben wir eigentlich schon ganz gut aufgeräumt. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf, Leute. Und bis dann. Gehabt euch wohl. Ciao.